Ja, wunderbar, zu Frequent Traveler TV, jetzt sitzend, eben stehend. Mario sitzt auch. Er muss Steak grillen, deshalb wird die Sendung heute roundabout 5 Minuten dauern, weil seine Tochter, seine Tochter will Steak haben. Hat sie gesagt, Medium, zart oder Schuhsohle? Immer blutig. Oh, sehr löblich. Gut, nachdem wir das geklärt haben, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, kommentieren, abonnieren, Kanalmitgliedschaft und an Jörg nochmal den Hinweis, du kannst die Sendung mit 2160 zu irgendwas sehen, also Full HD 4K. Das musst du an deinem Endgerät einstellen. Ich habe hier einen Kontrollbildschirm, der zeigt mir alles an und ich kann mein Bild messerscharf sehen. Also. Ja, So, das haben wir ich sehe Lars auch messerscharf. Die Frage, ob das mal gut ist, ne? Ja, 4K ist, eben. 4K ist scheiße, Ja. weil 4K macht Falten. Ja. So, bevor es Falten macht, lass uns mit der Air Defender sprechen oder die Air Defender sprechen. Wie schaut's aus mit der Air Defender? Hast du da irgendwo irgendwelche Auswirkungen gehabt? Nö, bislang noch nicht und man hört ja auch nicht so viel. Die einzigen Auswirkungen, die ich gesehen habe bei meiner selbstverständlich verspäteten Abfahrt aus Berlin hier nach Ostwestfalen, bin ich an Bückeburg vorbeigefahren und da war reichlich los auf dem Hubschrauberflughafen. Richtig, ja, so wie man das von früher noch aus den 80er Jahren kennt, wenn die großen Herbstmanöver war. Da war richtig Bambule, da landeten und starteten Hubschrauber. Und da wurde tatsächlich auch, da es ja eine Übung ist, der Flughafen entsprechend gesichert mit so kleinen gepanzerten Fahrzeugen auf Kettenfahrzeugen sogar, also keine Panzer, irgendwie so Mini-Panzer. Also da war richtig was los, aber es geht ja hier ums Fliegen. Die Verspätungen halten sich doch sehr in Grenzen, wie man überall hört, was ja gut ist. Ja, also irgendwie hört man nichts. Ich hatte über der Baltischen See einige Flugzeuge gesehen, die da so ein paar Abfangmanöver geflogen sind, die, glaube ich, aber nicht im Rahmen der Air Defender waren, sondern im Rahmen dessen, dass die Freunde aus Russland da ihre eigene Übung in der Baltischen See fahren und auch in der Barentssee, glaube ich, fahren die auch eine Übung parallel und das ist natürlich alles dann relativ schwierig. Aber von den Verspätungen her hält sich das in der Tat im Rahmen. Und ich muss sagen, eine Fluggesellschaft hat ja sogar geschrieben, dass sie nicht beim Flughafen, der geschrieben hat, dass die Fluggesellschaften nicht haften würden für Verspätungen durch die Air Defender. Fand ich schwierig, zumal die Politik das anders gesehen hat. Aber da ist es wohl nicht zu großen Verspätungen gekommen und das Ding ist ja morgen eine Woche unterwegs und dann haben wir nur, glaube ich, eine Woche nochmal. Es sind 2 Wochen, ne? Geht die nicht nur bis zum 23.? Ah, sogar noch kürzer. Ja, ist ja quasi noch 5 Tage. Ja. Also sind 10 Tage. Und noch ein wichtiger Hinweis zu Bückeburg. Hätte Gott gewollt, dass das Heer fliegt, wäre Himmelgrün. Nur als Hinweis. Das ist natürlich ohne Frage so, aber nun ja. Als Wunsdorf ist übrigens auch Luftwaffensoldat. nicht weit. Man sieht hier in der Region oder hatte in der Region letzte Woche auch ein paar Transportflieger gesehen. Der ehemalige Pannenflieger der Luftwaffe oder der. Ja, aber Wunsdorf Lute LTG 62 F-Staffel hier. I know. Damals aber ja. noch mit Transall. Das ist richtig. Wir haben mit der Transknall richtig Spaß gehabt und auch ein sehr gutmütiges Flugzeug. Aber du erinnerst dich, wie mit meiner Wunsdorf-Erfahrung, wie wir in dem neuen A400M, Wunsdorf, ja, geil. Man wurde ja nicht erkannt, aber man hat dann gesagt, ja, ist einer von uns. Also die haben uns ja dann Dinge erzählt. War lustig, oder? Ja, aber nichtsdestotrotz, Wunsdorf Lute rules. Und wer jetzt auch mit dem 380er wieder fliegt, das sind die Freunde von Asiana und zwar nach Frankfurt. Wichtig ist, die haben ja eine First-Class-Kabine, die als Business First einbauen.
Aber die Preise dafür sind ja schon sehr First-Class-like, finde ich. Also das ist. Ja, also die Preise sind First Class like, muss man schon sagen. Und ob jetzt diese Klasse wirklich alle Kriterien einer wirklichen First Class erfüllt, ich weiß es nicht. Hast du ein Foto da, was du einblenden kannst Musste ich suchen, aber für die das würde ich Zuschauer? direkt Naja, machen. egal. Also es ist sicherlich ein relativ bequemer Weg von Frankfurt aus Richtung Osten zu starten. Aber ja, also mit den bekannten First-Class-Angeboten, insbesondere der Carrier aus dem Nahen Osten, kann es wohl dann doch nicht mithalten, oder würdest du das anders sehen? Nö, ich habe jetzt gerade ein Bild eingeblendet. Man sieht, dass es halt Ja, eine geschlossene Kabine ist, aber auf dem Standard von vor 10 Jahren, das, was man so bekommt. Aber ehrlicherweise, es ist besser als bei Hansens, muss man halt so ja, sagen. Denkt dran, den Kanal zu liken. Ne? Gibt uns ein Like, weil während der Live-Sendung hilft das richtig viel. Danke dafür. Ja, also wie gesagt, ich finde es schwierig, dass das wirklich so teuer ist, in Anführungsstrichen. Und dann hätten wir das Ganze auch weiter First Class nennen können. Aber weil man halt anscheinend keinen Shampoos ausgeben möchte und auch kein ordentliches Essen, was auch nochmal 3,50 € mehr wären, will ja. man da sparen, finde ich schwierig, rein emotional gesehen. Aber nun gut, jeder so, wie er kann, jeder so, Und wie er mag. absolut. Yes, 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 yes. So, dann geht es weiter mit dem Thema Austrian Airlines, Tastefully Austrian. Und wer kommt mit den Namen eigentlich immer wieder um die Ecke? Ich Tastefully weiß Austrian. es, ich habe keine Ahnung. Also, aber jetzt kommt ja wieder der Koch an Bord, ne? Ja, der ist ja schon an Bord, aber was ich halt spannend finde an der Geschichte ist wirklich, aber das ist, ich komme immer nicht über das Dinglish weg, weil Tastefully Ja, Austrian. ja, Das ist wie bei Douglas, come in and find out. Komm rein und finde wieder raus. ja, ja, Ähm, was keiner verstanden hat, genau. ja, und Tastefully Austrian, wie schmeckt so Ja, ein Österreicher denn? genau. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, gut, jetzt heißt die Fluggesellschaft Austrian, okay, das ist halt, ja, aber es ist dennoch eine Fluggesellschaft aus dem deutschsprachigen Raum, ja. Warum kann man da nicht dann auch irgendwie, ja, in Deutschland gibt es ja auch mittlerweile den Zug zum Flug, nicht? Also, Das müsste ja jetzt heißen, nee, heißt ja jetzt mittlerweile Rally and Fly. Also das ist ja dann auch nicht mehr ja, eingedeutscht. Das ist ja quasi ja. der. Ja, aber an das Publikum. Ich meine, in 99% der Leute, die in Deutschland starten und hier leben, sind ja mehr oder weniger Deutsche. Und ich glaube, 'm Amerikaner ist das relativ egal, ob es einen Zug zum Flug gibt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt sowas kennen. Ich meine, drüben in den Staaten gibt es ja sowas eher nicht, aber insofern. Nein, aber du hast schon recht. Warum, gerade wenn es um, ja, um Heimat geht, warum nimmt man hier einfach einen deutschen Namen dafür, ja? Ja, Und man kann ja, Tastingheimat. ja genau, Tasting-Heimat. Und, und warum setzt man den Scheiß meinetwegen nicht in Klammern oder in klein dann in Englisch darunter? Aber irgendwie äh, komische Marketingstrategie. Man ist halt so international. Das ist wie Lufthansa Give Me Your Love. Vielleicht sollten wir die nächste Serie machen mit Austrian Ja, Give Me Your Life oder Swiss Give Me Your Love. ja. Was habe ich gerade gesagt? Austrian Give Me Your Life? Nee, nee. Ja, your So, life, ja, das Leben. Ja, damit sie dich dann da verfrühstücken können. nee, nee, lass mal. Fliegtierter Wollen wir Lars. nicht. Hier sind wir von euch wieder abhängig. Kommentiert, ganz wichtig. So. Swiss hatten wir ja gerade thematisch genannt. Tickets im Sommer sind Mangelware. Jo. Ja, aber ja scheinbar nicht nur bei der Swiss, ne? Aber bei der Swiss ganz besonders. Äh, wobei die Swiss ja, aber gut, das hat damit ja wenig zu tun, ja durch die Ausfälle der A220 ja auch ordentlich Probleme hat. Also man kann ja einige Strecken nicht bedienen und man bedient sich der Helvetik. Aber ja, die Nachfrage ist halt
unfassbar groß. Also die After-Question meinst du? Sozusagen. Ja, es ist schwierig, aber wird wohl so sein. Also es ist keine Strategie, dass sie jetzt sagen, wir wollen da in irgendeiner Art und Weise euch jetzt in Honeypotten, dass ihr jetzt Flüge kauft. Es sind halt keine Flüge verfügbar und wir merken das auch, wenn wir für unsere Concierge-Kunden Ja, Horn-Circle-Runs buchen und da ist es halt richtig schwierig, Verfügbarkeiten zu bekommen und dann auch noch Preise zu bekommen, die irgendwie annehmbar sind. Also das ist ja. schon relativ krass. Na, und du hast das Thema ja auch gehabt, es sind ja kaum auch Prämienflüge beziehungsweise Meilenschnäppchen und dergleichen zu bekommen oder überhaupt Meilen einzusetzen, weil man verkauft halt normale, reguläre Tickets, was das Zeug hält. Ne? Ja, das ist so, die sind ja keine Charity und die wollen ja Geld verdienen. Und wenn sie genug Leute finden, die ihnen die Tickets zu dem Preis abnehmen, die sie aufrufen, warum sollen sie dann verschenken für Meilen? Obwohl Meilen natürlich, wenn sie aus der Bilanz verschwinden, für Lufthansa auch nicht verkehrt ist. Aber alles, Ist so. naja. Gut, gut. Dann haben wir noch ein lustiges Thema: Streikgefahr im Sommer bei den Lufthansa-Piloten. Und wir haben ja die Abschlüsse gesehen. Wir haben ja gesehen, dass 18,5% angeboten worden sind von der Lufthansa, Unfassbar. aber bei der Delta, ja, aber bis 2025. Ne? Also, Ja, ja, aber gut. trotzdem, Aber trotzdem ist das nicht wenig. Ja, ja. gut. Und Also die gut, Delta haut ja, 8 Milliarden? 8 Milliarden. Ich muss mal gucken, Nee, aber die United war das. United. United, United. 8 Milliarden. Ja, Alter, das ist pervers. da muss eine alte Frau lange für stricken, würde ich sagen. Äh, Das sind schon, aber ja, du hast es ja auch gesagt, und in den USA haben wir dasselbe Problem ja jetzt schon, was auf die Lufthansa ja auch zukommen wird. Erst hat man alle Flugschulen gestrichen, beziehungsweise die Ausbildung sofort gecancelt und jetzt fehlen die Piloten. Und um den Pilotenberuf auch in den USA langfristig attraktiv zu halten, ja, muss man den Leuten natürlich irgendwas bieten. Ja, absolut. Nur wie gesagt, wo soll das irgendwann mal enden, wenn wir das sehen? Weil das wird sich ja in den Preisen manifestieren. Das wird ja jetzt nicht irgendwie Ja, jemand dazwischen irgendwo sich. Äh, nee. äh, Also deshalb. letztendlich bezahlen wir das alles. Deswegen halte ich diese hohen Abschlüsse auch für durchaus nicht ganz unproblematisch. Das wird ja mit Sicherheit nicht dafür sorgen, dass das Fliegen wieder günstiger wird, außer das Flugangebot wird größer, aber insbesondere hier auf innereuropäischen Strecken bei einem fast Monopolisten mit Lufthansa wird das wohl eher schwierig. Ne? Das wäre jetzt der Moment, wo du nochmal die 3.000 € für den Olaf kritisieren kannst. Ja, Äh, stimmt. Was war das nochmal? Das war für die Corona-Hilfe, ne? Weil der Mhm. Inflationsausgleich und so. War Ja, das genau. einmalig oder? In, ja, ja, das ist einmalig. Ah, okay. Einmal pro Monat oder einmalig, einmalig. Genau. Einmalig, einmalig. Steuerfrei. Ja, ja gut, ich sag mal so, wer 20.000 verdient, der braucht das. Das ist Ja, so. Ne? Kaviar wird teurer, das ist halt so. Kaviar wird teurer. Kannst du nicht aussuchen. Ja, dann haben wir Flughafen Hannover, Bodenpersonal streikt, aber hat dann doch nicht gestreikt. Kannst du uns Tja, erklären, was bei deinen Genossen in Hannover los ist? nein, leider nicht. Ich hatte mich ja schon sehr amüsiert, dass du den Flughafen Hannover mal namentlich erwähnst. Hast nur in dem Zusammenhang vergessen, dass das sozusagen mein Hub ist. Aber also ich meine, so klein ist der Flughafen ja gar nicht. Er ist, glaube ich, der 8 oder 9 größte immerhin in der Bundesrepublik. Also da Ich weiß man dachte schon ein bisschen was. Niedersachsen. Ja, Niedersachsen ist der größte. Aber
das Thema hatte ich tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass explizit in Hannover dort ein Streik angekündigt wurde, der dann am Ende doch nicht stattgefunden hat. Ja, wahrscheinlich hat man sich dann wohl schnell geeinigt, würde ich sagen. Aber sehr witzig, denn ja, insbesondere in der Urlaubszeit ist da natürlich auch ordentlich was los. Und wenn dann da ja, alle Flüge, vor allen Dingen ja, auch der TUI, die dann von da aus sehr viele touristische Ziele hat, nicht stattfinden und halt auch die Flüge von Austrian nach Wien, mit Lufthansa nach München, Frankfurt und den Kollegen der Swiss nach Zürich, dann haut er schon ein bisschen ins Kontor, ne? Selbst bei einem so kleinen Flughafen. Ja, wobei da ging es ja darum, dass dass jetzt ein Angebot gekommen ist, was verhandelbar war aus deren Sicht Ja, und deshalb bedurfte es nicht des Streiks, der ja auch interessanterweise wieder über 2 Tage ging. Also es war ja jetzt nicht so, dass man für 1 oder 2 Stunden, sondern man meinte, man nee, müsste jetzt einen Flughafen für gefühlte 48 Stunden ja. lahmlegen. Ja. Ja, ich weiß Das nicht, ist beim letzten Streik ist ja zumindest die TUI, das fand ich ja ganz witzig, hat ja dann Braunschweig als Ausgleichsflughafen genommen, um dann zumindest noch ein paar Passagiere so von Hamburg und Hannover noch in den Urlaub zu bringen. Und Braunschweig ist natürlich sehr witzig, die haben ja nicht mal ein richtiges Flughafengebäude mit einer Halle, da standen die Leute dann draußen rum, wurden mit Reisebussen da vorgekarrt ins Gebäude rein, haben ihre Tickets bekommen und ja, dann ging es dann irgendwann los, ne? ja, aber, und wir hatten das ja auch erklärt, dass diese Fluggesellschaften eine Art intrinsisches Interesse haben, Flüge stattfinden zu lassen, weil sie sonst aufgrund der Pauschalreisegeschichten ihre Ja, Kunden verlieren. Heißt also nicht die Kunden, die sie fliegen, sondern die Reiseveranstalter und auch ja, große Regressforderungen haben. Und das ist halt der wirkliche Unterschied. Und daran sehen wir, dass die EU-Verordnung hilft. Weil sonst würden die auch ja, sagen, machen wir nicht den Quatsch. ja, ja, eben. Deshalb, also das ist eine coole Geschichte. Jetzt geht es natürlich um Hainan Airlines. Und zwar Hainan Airlines möchte eine Art Weight Management einführen, heißt also Gewichtskontrollen. Ich hatte fast schon aus Versehen gesagt Gesichtskontrollen. äh, Wäre manchmal auch nicht schlecht, wäre manchmal auch nicht schlecht. Aber ähm, hätten wir dann noch eine Chance, ist die Frage, ne? Das war das Erste, was mir dann einfiel, ob ich dann überhaupt noch mit an Bord dürfte. Ähm, naja, findest du so etwas richtig oder ist das eher im Bereich Folklore anzusiedeln? Tja, das ist eine gute Frage. Es soll ja fürs Personal gelten und nicht für die Paxe, ne? Also insofern, Noch nicht. Vielleicht muss man ab 100 Kilo noch mal 30 € mehr zahlen. ja, gut. Ich meine, es ist halt, wie es ist. Das Gewicht ist nun mal entscheidend. Und ja, mal zu gucken, wie schwer doch auch die Mitarbeiter so im Durchschnitt sind, halte ich für gar nicht so verkehrt. Ich meine, wir hatten das Thema ja gerade letzte Woche, nee, vorletzte Woche, als ich dabei war, bei einer anderen Fluggesellschaft aus Neuseeland, wenn ich mich recht erinnere, die ja die Passagiere zumindest gewogen haben, um zu sehen, was so Taco ist, ne? Aus anderen Gründen. Also da ging es ja nicht um Strafe, sondern einfach mal bei der Berechnung Nein, zu ich wissen, dass weiß. man das Ja, ja, echte Fleischgewicht hat. Also dass du da das genau. Abtropfgewicht hast. Ja. Was ich immer noch fordere, Also dass ich, das gemacht werden sollte. ja, also ich glaube, in Deutschland oder nach europäischem Recht wäre das wahrscheinlich, was einander macht, gar nicht möglich. Aber Also selbst Emirates schwierig. hat es, also selbst Emirates hat es wohl eingestellt. Es gab ja bei Emirates sogar die Lustigkeit, in Anführungsstrichen, dass wenn du in Mutterschaftsurlaub gegangen bist, dass du nach deiner Schwangerschaft so zurückkommen musst, wie du gegangen bist. Und Ui, das das ist ist für natürlich, einige Damen schwierig. ja, das halte ich aber auch für, das ist ja schon mehr als diskriminierend, ja. Also ich meine, das funktioniert halt nicht immer und das ist auch völlig in Ordnung so. Also was soll der Scheiß? Ja, also ich finde das auch problematisch. Aber nun gut, jeder so wie er möchte. Ich finde es schwierig, um es ehrlich zu sagen. Und ja, nächstes Thema. Nächstes Thema. Und zwar zweite Cockpit, Türe oder Schranke. Wie finden wir sowas Ja, denn? Also so eine richtige Käfighaltung. Äh, tja,
Also ich erinnere mich nach 9/11 seinerzeit, äh, gab es schon mal sowas in amerikanischen Flugzeugen. Also ich erinnere mich daran, dass im inneramerikanischen Flug, wenn dann jemand vom Cockpit irgendwie aufs WC wollte, dass dort auch so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Drahtgeflecht, was man so wie so eine Art, ja, wie soll man das nennen? Wie so eine Art, Jalousie. wie so eine Art Jalousie von der Seite so durchgespannt worden ist. Es sah ziemlich provisorisch aus seinerzeit. Ansonsten wurden ja damals immer noch die Catering, die Trolleys irgendwie in den Gang gestellt und eine Flugbegleiterin stützte sich darauf ab, dass man da nicht einfach so hinrennen konnte, wenn der Pilot mal irgendwie ein Bedürfnis hatte. Aber ja, also wenn es der Sicherheit dient, so what? Also ich meine, was bringt uns als Passagier das für einen konkreten Nachteil? Wenn die meinen, sie müssten das machen, dann ja, also meinen persönlichen Segen, obwohl der wohl nicht viel zählt, hätten sie dafür. Aber du hast halt keinen Blick mehr ins Cockpit. Also man kann also diese Zeiten komplett vergessen, dass man ins Cockpit darf. Man hat ja auch zum Beispiel gesehen bei Ja, unserem Kollegen Sam Chui, der ja dafür bambut worden ist, dass er auf dem Flug ja, nach Los Angeles mit der Starlux im Cockpit gewesen ist. Ich finde ja, es ehrlicherweise irritierend. ja, Flüge nach Amerika ist ja immer noch verboten, im Cockpit zu sein. Ne? Rein theoretisch und London auch. Das Ja. nur so als Hinweis. So, Marriott Bonvoy. Wie findest du das, dass du deine Punkte selber kontrollieren musst und dann selber als Snitch arbeiten musst und sagen, ihr habt die falschen Punkte bei mir abgebucht und ist das Finde ich, Zertifikat angehängt worden? Finde ich großartig. Ich habe mir das angehört. Du weißt ja, ich bin ja überhaupt kein Hotelpunkte-Fachmann. Ich sammle dabei Hilton, da kenne ich mich so einigermaßen aus. Ich habe mich köstlich amüsiert, als du das vorgetragen hast und habe gesagt, ja, also äh, wird jetzt die Punkteverwaltung jetzt komplett dem Kunden übertragen? Also was sollen wir noch alles machen dafür, dass wir Punkte sammeln dürfen und in euren Hotels übernachten dürfen oder sollen? Also es ist ein bisschen Realsatire, oder? Also ich meine, anders kann man das doch nicht nennen. Ja, ich denke, dass das die Zukunft ist und falls ihr es nicht direkt versteht, noch ein bisschen Ironie. Wir werden demnächst auch die Möglichkeit haben, uns Gutschriften, die nicht erhalten worden sind, selber gut zu schreiben. Wir können Punkte, die falsch gegeben worden sind, auch selber dann uns gut schreiben lassen. Heißt also, wir werden vollen Zugriff aufs System haben und wir können dann natürlich auch im Rahmen der, wie heißt das so schön, ich sage immer, you fuck it up, you unfuck it, von der Ja, Service Recovery, können wir uns dann auch Punkte gut schreiben lassen. Also selber, wenn wir ja, vollen Zugang zum wunderbar. System haben. Ne? Ich denke mal, gerecht sollte das Ja, dann schon sein. ich finde auch, ne? Dann, man müsste ja schon die Möglichkeit haben, dann auch die entsprechenden Upgrades selber zu machen. Und Natürlich. also das ist irgendwie ja schon das Mindeste, würde ich sagen. Ne? Und ich denke, bei Family Accounts sollte man auch die Möglichkeit haben, für Familienmitglieder das zu machen und für Leute, die Freunde, Bekannte, Verwandte sind, ähm, Ja, dass man deren Konten absolut. auch direkt mit einsehen kann und da auch direkt denen vielleicht ein paar Punkte einfach wegnimmt, weil man der Meinung ist, die haben beschissen. Also es ist Absolut, nur absolut. fair. Außerdem ja auch mal interessant, wenn dann einer sagt, wieso warst du denn in Hamburg? Du hast doch gesagt, du warst auf Dienstreise in München. Ja, wie kommen die Punkte da zustande? Ja, wobei er wollte dich in München nicht treffen, deshalb Ach hat er so, na Hamburg dann, ja. gesagt. Das Ja, ist jetzt. sehr gut. Ja. Deine Lieblingsfluggesellschaft Ryanair verbietet Ja, Alkohol. Ähm, Wie stehst du dazu, dass du jetzt auf dem Flug von Großbritannien nach Spanien dein Rioja nicht mehr saufen darfst? ja, das ist natürlich ganz bitter, weil ich ja von Hannover extra immer irgendwie nach Heathrow geflogen bin, dann mit dem Bus irgendwie nach Stansted, damit ich Ryanair fliegen kann, ja, um dann nach Spanien zu kommen, selbstverständlich. Ja, da ich diese Fluggesellschaft genauso ablehne wie du, werde ich wohl nicht in die Versuchung kommen oder in die Gelegenheit kommen, keinen Alkohol zu bekommen.
Nichtsdestotrotz muss ich ja in dem Falle sagen, kann ich Ryanair schon ein bisschen verstehen. Wer jemals mit so einem Touri-Flieger aus Malle, nach Malle geflogen ist, auch von Deutschland aus, der weiß, dass es da manchmal doch sehr feuchtfröhlich zugeht, auch bei uns Deutschen. Und unsere lieben Freunde von den britischen Inseln sind ja nun mal dafür bekannt und zeigen das auch immer wieder sehr gerne, dass man durchaus dem Alkohol sehr zugetan ist. Und ja, hätte ich auch keinen Bock da als Flugbegleiter oder als Fluggesellschaft da immer eine Horde sturzbetrunkener Passagiere durch die Gegend zu schippen. Und weiß nicht, ob bei Ryanair auch, dass die auch schon mal irgendwo anders landen müssten, weil sie jemanden von Bord nehmen mussten, der nun überhaupt gar nicht mehr konnte und da rumrandaliert hat, weil er betrunken war. Ich erinnere mich dunkel, oder war es EasyJet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist schon bei vielen Fluggesellschaften passiert Ja, und es liegt wohl mehr an der Klientel, die man mit diesem Preissegment anspricht, weil wer natürlich, für natürlich. 9 Pfund durch die Weltgeschichte fliegt, der kann natürlich dann auch, ja, dann ist das halt so. Also ich hätte jetzt fast gesagt, die reisen mit ihrem Türkenkoffer der Alti-Tüte, aber wir wollen ja nicht Ja, diskriminieren. Ich reise ja auf auch keinen Fall. mit meinem Lidl-Koffer, also der Lidl-Tüte. Sie. Gut, gut. Das ist natürlich so. Ja, das ist unangenehm. Jetzt gibt es noch ein 380er-Thema. Der 380er soll durch den A350-1000 ersetzt werden. Ist das etwas, wo du sagst, das ist realistisch oder ist das etwas, wo... Also ich halte das sozusagen als 1:1 Ersetzung nun für überhaupt nicht realistisch. Also, dass die 777, die Boeing 747-400 ersetzt, das ist einigermaßen nachvollziehbar. Aber man kriegt doch außer, du hast es ja gesagt, wie war das schöne Wort, Verdichtung der Economy. Ja, Äh, Es ist ja ein geiler Begriff dafür, dass man die Leute dann da wirklich in eine noch schlimmere Käfighaltung bringt. Wie sollst du in einem Flieger mit einem Deck bitte so viele Leute unterbekommen wie in einem Flieger mit 2 Decks, der auch noch breiter ist? Also das ist schwierig. Dass man sagt, der A350-1000 soll sozusagen die Alternative sein, äh, aus Airbus-Sicht, das ist ja okay. Aber dass er ihn quasi 1:1 ersetzen soll, das ist doch bitte Nonsens. Dann hätte man tatsächlich vielleicht die 2000er-Version bauen sollen. Dann hätte man sozusagen Nachfolgerin in Anführungsstrichen, was die Optik angeht, der A340-600 gehabt. Hättest du wieder so eine fliegende Zigarre durch die Gegend segeln gehabt. Aber die 1000er kann das gar nicht. Also das ist ja auch ein völlig anders konzipiertes Flugzeug, ja. in der Tat, in der Tat. Tenebreast ist natürlich schwierig da einzubauen mit unseren Ja, Luxuskörpern. in der Dann Tat. haben wir, dann haben wir nach deinem Plädoyer heißt das achten, Plädoyer, ja. dann Plädoyer. Lufthansa Nummer 4 lebt. Das hatte ich in meiner heutigen Ja, Sendung als Vorglühen gemacht. Und zwar war das ja jetzt ja ein bewährtes Verfahren. Fahrwerk raus, Frankfurt landen, Tests machen, hübsch machen, Manila, Frankfurt, fliegen, München. ja, Kurzvariante. kann man so sehen, ja. Also wahrscheinlich die Lufthansa-Techniker jetzt schon eine gewisse Routine bei der Reaktivierung ihrer A380. Und ja, mal schauen, wann er dann tatsächlich in München stationiert wird. Ne? Wobei viele ja auch schreiben, die 380 Neo und Sir Timothy Ja, Clark hat sich ja da weit nach draußen vorgelehnt. Er sagt ja, dass das alles tippitoppi wäre, wenn die 380 Neo käme. Aber man hat sich dann auch auf die 350.000er, 900er und die 777X bestellungsmäßig eingeschossen. Ne? ja, gut. Also mit Boeing mit Airbus wird man das sicherlich regeln können, wenn man das umswitcht auf A380 Neo. Die hätten da wahrscheinlich eher weniger Probleme.
Boeing fände es wahrscheinlich nicht so schön, wenn man alternativ der 777 dann doch eine Airbus A380 Neo nimmt. Aber ähm, die Frage muss ja tatsächlich nochmal gestellt werden. Die ursprüngliche Idee, die hinter dem A380 und der Entwicklung des A380 stand, war ja, die Flughäfen zu entlasten, indem man halt statt übertrieben gesagt 2 Flugzeuge halt nur noch 1 abfertigen muss. Und natürlich in oder in 3-mal A380 natürlich wesentlich mehr Passagiere unterbringt als in 3, ich weiß was weiß ich, A330er, A340er oder 777-200er oder was auch immer. Also bei den Flughäfen, die eine hohe Frequenz haben oder zwischen 2 Flughäfen, die eine hohe Frequenz haben, macht das ja auch durchaus Sinn. Und wenn man jetzt sieht, wie die Passagierzahlen an manchen Flughäfen wieder explodieren und unsere Prognose war ja immer, dass das Jahr 2019 irgendwann übertroffen wird, dann frage ich mich halt tatsächlich, wie man das alles wuppen soll, denn die Slots sind nun mal begrenzt. Und witzigerweise kommt ja von Airbus auch sozusagen noch das Gegenmodell, nachdem man eigentlich den A380 entwickelt hat, um halt viele Passagiere von A nach B zu bekommen, hat man jetzt mit den A320 XLR quasi das Gegenkonzept, wenige Passagiere sehr weit von A nach B zu bekommen. Also irgendwie ist das ja auch schon merkwürdig. Ne? Der Fachbegriff wäre Hub and Spoke für die 380er. Und für die anderen ist es halt wirklich, dass man halt von kleinen Flughäfen zu kleinen Flughäfen fliegt. Siehe zum Beispiel Stuttgart oder Hamburg oder sowas. Mit der XLR dann zum Beispiel Boston oder keine Ahnung wohin. Dass man Punkt zu Punkt macht. Pünd to Pünd. Was ja okay ist. Man braucht beides. Ich hätte ja auch keine Probleme von Hannover direkt nach, weiß ich nicht, New York, Boston, Pittsburgh, Orlando. Warum nicht Paderborn? Warum nicht von Paderborn? Nee, Paderborn ist dann doch ein bisschen zu klein, würde ich sagen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Lufthansa, grünes Licht vom Rechnungshof. Das ist natürlich... Vom italienischen Rechnungshof. Ja. Die sagen alles tutto bene, oder wie das so heißt. Und tippitoppi, flippy floppy, geht weiter. Ne? Also Lufthansa ist knallhart auf Übernahmekurs. Ne? Ja, also jetzt kann ja, soweit ich weiß, nur noch Europa die ganze Sache irgendwie stoppen mit vor allem den Kartellbehörden. Aber Italien ist sozusagen abgehakt, wüsste nicht, was da jetzt noch kommen könnte. Also es sieht ziemlich gut aus. Also vielleicht haben die Koreaner was dagegen, weil wir ja Asianer und Korean eher nicht approved haben. Schauen wir mal. Aber das lässt man dem Koreaner dann so nicht durchgehen. Nein, auf keinen Fall. Und ich meine, die Starlines-Aufkleber für die Flugzeuge sind ja schon bestellt. Die bist ja dann drauf. Die Party quasi der Prosecco ist schon geordert. CC. Lufthansa Check-in-System. Kollege Ritter hat ja da schon relativ Werbung für gemacht mit dem Kollegen Prümme in Frankfurt. Die sind ja irgendwie dafür zuständig. Was hältst du von solchen automatisierten Check-in-Systemen? Ja, als Ergänzung finde ich es in Ordnung. Wenn man sozusagen da komplett umstellen möchte, eher schwierig. Man kennt das ja aus den USA oder auch aus London Heathrow und sowas. Also ich habe doch gerne, insbesondere wenn man Statuskunde ist oder eine höhere Klasse fliegt, dann möchte ich eigentlich schon meinen Koffer direkt da irgendwie abgeben können und weiß ich nicht, dann auch da meine Bordkarte erhalten und das alles in einem machen und da auch einen gewissen Service, den hätte ich da auch ganz gerne. Als Ergänzung okay, als ausschließliches Instrument halte ich es für problematisch, zumal ich nun auch schon oftmals gesehen habe, dass
wenig Flieger, ältere Menschen damit mit diesen Self-Kiosks schon durchaus Probleme haben. Also und auch die Fluggäste werden ohne Frage immer älter und ach, Mensch, hier draußen fliegen viele Insekten. Äh, halte ich für, wie gesagt, für Ergänzung okay, aber als Komplettlösung würde ich das ablehnen. Nach der Ablehnung müssen wir natürlich sagen, gut, du bist ja nicht technisch versiert, deshalb ist das für dich Das ja ist auch das so ein Problem, Problem. ja, eben, ja. Da muss man Ich, ich, ehrlich sein. ja, ich suche ja auf dem Flughafen immer noch nach der Telefonzelle, die es nicht mehr gibt, ne? Ja, das ist Von der ich dir traurig. dann Fax schicken möchte. Das ist richtig. Ich habe dir das Fax noch nicht zurückgeschickt per Post, Nein, hast du noch nicht, Nein. deshalb tut mir leid. Aber deine Ähm, Brieftaube ist ja auch krank, ne? ja, deshalb hat sie auch meinen Presseausweis noch nicht abgeholt. Ja, genau. Ja, herrlich. Das ist wahrscheinlich das, was meine Mutter meint. Ich wäre gemein zu dir, aber nun gut. Grüße an die Mutter. Ja, letztes Thema, was dich auch wieder mit Freude wahrscheinlich im Gesicht zeigen wird. Salzburg Flughafen. Wir haben es nicht besprochen. Nein, wir sind doch wie Zwillinge, wurden nur bei der Geburt getrennt. Richtig. Alles gut. Ja, aber das war ja klar, dass das Thema kommt. Das war zu erahnen. Ja, nein, also du hast ja auch recht. Du hast es ja letzte Woche da schon mal auch gesagt, es ist mein Thema. Kann dem eigentlich nur völlig beipflichten. Wobei natürlich Salzburg nochmal eine sehr besondere Situation ist. Du hast es ja auch gesagt, nach München ist ja nicht so weit. Aber ja, es wird halt dasselbe Gleiche gemacht wie in Nürnberg. Du hast das Beispiel ja zurecht gebracht. Und sollte mir das hier in Hannover passieren, dann fliege ich halt von Hannover nicht mehr nach Frankfurt, sondern direkt nach Amsterdam ins Ausland, ja, oder nach Paris oder früher Kopenhagen und bin dann weg. Und dann guckt die Lufthansa in die Röhre. Denn so schön das ja klingen mag, und wir hatten das Thema ja nun mehr als einmal, der Zug zum Flug, Rail and Fly, ja, äh, es funktioniert aber nicht. Es funktioniert wegen der Bahn nicht. Also letzte Woche hin und zurück nach Berlin, es war wieder eine Abenteuerreise. Und völlig überfüllte Züge. Ich muss jetzt nächste Woche wieder hin. Es gab Intercities, da kannst du nicht mehr einen Sitzplatz reservieren. Und wie soll das gehen als Geschäftsfliegender, der kurzfristig auf einen Langstreckenflug muss? Dann nehme ich meine Koffer, setze mich in Hannover in den Zug und stehe dann bis Frankfurt, ja, mit meinem ganzen Geraffel irgendwo im Gang, um dann irgendwie über den Flughafen zu rennen und mein Gepäck einzuchecken. Das funktioniert nicht, Freunde. Und ja, der Salzburger Flughafen, du hattest es ja auch gesagt, waren ja, glaube ich, auch über 90% Umsteigepassagiere. Und das muss es auch weiterhin geben, solange es keine Alternativen gibt. Und das ist übrigens auch nicht direkt mit Frankreich vergleichbar, weil wir ja wissen, dass der TGV auf extra dafür gefertigten Strecken fährt, wo dann auch kein anderer Zug fährt und kein Güterzug, und da muss dann auch nicht gewartet werden. Und die Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, insbesondere nach Paris, die sind mit dem TGV deutlich besser als mit dem ICE in Deutschland. Ja. Und solange wir keine eigenständige ICE-Strecken haben, die die großen Zentren verbinden, wird das hier nicht funktionieren, und wir brauchen das auch. Und nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass in Frankreich das passieren wird, dass dann Leute halt von Lyon direkt irgendwo ins Ausland fliegen und von da aus weiter, wenn sie nicht umsteigen können. Schauen wir mal. Ja, was ich nur spannend finde, ist natürlich auch die andere Geschichte mit dem Gepäck. Also wenn du jetzt überlegst, du gehst mit deinem Gerödel und das würde funktionieren, dann hast du irgendwo am Anfang oder am Ende des Wagens, je nachdem wie man guckt, hast du an deinen Koffer stehen. Und ich habe da immer ein sehr ungutes Gefühl, wenn ich meinen Koffer irgendwo stehen habe. Wer sagt denn zum Beispiel, dass nicht jemand in Gö oder in Kassel, Wilhelmshöhe aussteigt mit deinem Koffer? Ja. Allein der Remover-Koffer wäre ja mit 1000 Euro Schaden zu beziffern. Wer zahlt einem das? So ist es. Also das funktioniert ohnehin
Also meines Erachtens funktioniert das nur, wenn die Kooperation dann auch zwischen Bahn und Lufthansa enger wäre, dass du tatsächlich am Bahnhof deinen Koffer aufgeben kannst, ähnlich wie in Frankfurt am Bahncheck-in am Flughafen. Also wenn du mit dem Koffer dann nichts mehr zu tun hast, der schon am jeweiligen Bahnhof, natürlich dann nur an den großen, ist ja klar, den Tag bekommt und der dann quasi durchgecheckt wird. Dazu müssten natürlich die ICEs insofern auch umgebaut werden. Die bräuchten ja dann wahrscheinlich abschließbare Gepäckabteile. Also ist sicherlich eine relative Kleinigkeit, da etwas umzugestalten, wenn man das dann wollen würde. Oder man hängt einfach noch einen Waggon dazwischen. Das ist ja alles durchaus denkbar und machbar. Aber ich kann es nur noch mal sagen, die Rolltreppe kaputt, Fahrstuhl kaputt und dann stehst du da, Familie, 2 Kinder mit 4 großen Koffern und musst die da vom Flughafen erstmal zum Bahnsteig wuchten und gegebenenfalls wieder zurück. Ist alles schwierig. Und dann kommt natürlich noch dazu, bei vielen Bahnhöfen hast du gar nicht so großartige, je nachdem wie man hin will, großartige Parkplatzmöglichkeiten von Parkhäusern und dergleichen. Wenn dann die ganzen Touristen dahin wollen, wo sollen die parken? Auch kann nicht jeder mit dem Bus oder der Straßenbahn oder U-Bahn anreisen. Nicht? Ja gut, ist halt nicht Paderborn, ne? Das ist halt so. Ist nicht Paderborn. Schwieriges Thema. Aber wir haben jetzt noch Absolut. ein Thema, was ich noch gefunden habe, was ich eigentlich machen wollte, aber irgendwie vertüdelt habe. Und zwar ist das Project Sunrise mit der Wellbeing-Zone in der Qantas 350-1000, 22 Stunden Flug. Ja, sehr schön. 22 Stunden. Economy, Premium Economy, Business Class, First Class. Was haben wir für Gefühle, wenn wir das hören? Also ich fange mal von hinten an. Economy tot, Premium Eco scheintot, Business, leichte Blessuren und First Class, ach ja, war nicht so schlimm. Also in der Eco kann ich mir das trotz Wellbeing Zone mehr oder weniger nicht vorstellen, außer ich wäre 1,60 oder sowas. Dann wird das vielleicht noch gehen. Aber das ist schon Hardcore. Und wie gesagt, selbst in der Premium Eco, also das wird sicherlich noch gehen. Aber alter Falter, das ist schon heftig, wenn man dich nicht mal richtig lang machen kannst auf über 20 Stunden. Überleg das mal, ja. Also, weiß ich nicht. Jemand wie du müsste wahrscheinlich bitten, dass man narkotisiert wird, damit man das so in Art Tiefschlaf, damit man das irgendwie durchhält. Wie sollst du sonst auf so einem Sitz sitzen? Also, Ich habe ja eine Yoga-Falttechnik. ja, genau. Ich drücke dann auf den Knopf und dann Transformer-mäßig und dann bin ich da. Ja, Und plöppe dann aus mir wieder raus nach 6 Stunden. Das muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen. Ja, nee, lehne ich dankend ab. Ich lehne ja auch Business-Class-Flüge innereuropäisch dankend ab in den engen Reihen, es sei denn auf 1C ja, oder D, dann fliege ich lieber Premium Economy in der Exit Row. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. das ist so. Ja, wir haben jetzt 43 Minuten, 53 Sekunden gelabert. Wir müssen an das Steak denken, deshalb müssen wir jetzt die Fragen von den Absolut. Kollegen beantworten, die Mann natürlich taub. uns nicht nur ein Like dalassen, den Kanal abonnieren, Glocke, Like, Kommentare, Glocke, Like, Kommentare, Kanalmitgliedschaft, T-Shirt kaufen, WhatsApp-Nachricht schicken, du musst die Hände hoch machen und dann, genau, danke, WhatsApp-Nachricht, Kanal abonnieren, Like und so. Ach, schreibt das einfach auf, ich möchte das nicht immer wieder sagen. So, dann gehen wir einfach mal Hallo der Herr Sven, hallo Guido, hallo Jörg. Dann Guido ist da, weil Jörg sagt da. Bleib weg mit deinem Köpi. Wer erzählt hier was? Köpi? Weiß ich gar nicht, wer hat Köpi denn hier? Keine Ahnung, vielleicht kommt gleich was mit Köpi. Ja. Dann Jörg hat umgestöpselt auf 4K, damit er mich besser sieht. Frank
Schreib genau auch von mir Moin zusammen aus Bremen. Das kannst du ja eigentlich von da aus, wo du bist, sehen, ne? Übers flache Land. Ja, Bremen sehe ich hier. Wenn er winkt, dann kann ich ihn bestimmt sehen. Dann winke ich mal zurück. Ja. Frank, stell dich mal kurz einmal hin. Vielleicht sehen wir dich dann im Hintergrund. Ja, es könnte sein. Ja. Dann einmal Hallo Ronny. Kann man mal gucken, ob er da hinten Herr Sven, wenn man keine Ahnung hat. Ich sah ihn gerade stehen, hinter dem Busch. Ja, siehst du, da. ja. Nächste Woche machen wir die Sendung vom Trampolin. Und ja, genau. ich weiß nicht, worum es geht, aber es geht los und zeitnah. Genau, Mario in the Yard, irgendwie mit Scotland Yard. Ja, der Yard. Schau an, der Garten, das ist kein Garten, das ist ein Golfplatz. Ihr seht es noch nicht, Ja. Er sitzt am 18. Loch. So ist es. Er ist eigentlich Platzwart, wir wollten es euch nie sagen. Ja, genau. Auf dem vielleicht noch Minigolfplatz. Genau. Auf dem Minigolfplatz. Dann haben wir Johann. Herr Guido und ich, und ob ich Ahnung habe, also Schweigefuchs. Da ist wohl Liebe unterwegs. Hallo Ingo. Da ist Liebe, ja. Jörg ist zu lange Cabrio gefahren. Grüße nach Rauris. Dann hat Frank die Verspätung von Condor 2226 mit fast 7 Stunden von Frankfurt nach... ich hatte auch jetzt schon mal wieder Probleme damit. Punta Cana, Ja. ist das Punta Cana? Gemeldet und ja, ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich die Ausnahme. Bei Condor weiß man nie, ob das einen anderen Grund hatte, weil wieder ein Flieger kaputt war. Das könnte sein. Ja. Dann der Platz im Mariusgarten erfüllt alle Anforderungen an eine First Class. Das ist richtig, es ist ein First Class Minigolfplatz. Wenn er umschwenkt, stimmt, seht ihr ja. auch die Fahne, wo er die Langnese-Werbung hat, dass man das kaufen kann. Ja, warte, ich versuche es jetzt mal. Ne? Ich kann ja mal umschwenken. Zumindest habe ich ja auch einen eigenen Catering-Bereich hier. Kann man das sehen? Nee, die Stühle stehen davor. Du musst die Gartenstühle wegschieben. Ja, warte. Ah, Was machst du, einen Kinderwagen wegschieben oder was? nein, die Gartenstühle. So, jetzt. Du kannst auch rein theoretisch, wenn du den Weber Gemini, wie heißt das Ding? Weber Gemini 2000 Plus, Ja, den kann ich ja schon mal anschmeißen eigentlich. kannst du anschmeißen, ja, kannst du machen. Aber du hörst ja weiter, wenn ich rede. Die Leute können einfach mal schauen, wie Mario dann den Weber anschmeißt und das Steak drauflegt. Für alle, die es nicht wissen, das wir haben Steak, auch ein Kochkanal. wir haben nämlich auch einen Das Steak Kochkanal. fehlt jetzt. Ja, Das heißt, der Kanal heißt Mario kocht. genau. Und der vierte kann doch gar Kanal nicht ist kochen. Teddybär-Treff, wie wir auf dem T-Shirt sehen. Er macht das mit Gas, machst du auch mit Holzsplitz, wie heißt das da, mit Ja, Wood? nee, kann ich auch machen. Smoking. Kann man machen. Kriegst einen anderen Gemini 2000, wie heißt der Gemini? Genesis? Ich weiß nicht, wie die heißen. Nee, das hier ist die, oh Gott, Summit heißt der hier. Summit heißt der, natürlich, Summit. Summit. Das ist keine Werbesendung. Ich denke, Frank ist jetzt, oh, was hast du gemacht? Hast du dir deine Nasenhaare abgekokelt? Ja, das musste mal dringend sein. Aber nicht, dass deine AirPods in die Flamme fallen, du. Nein, um Gottes Willen. Für viele, die es nicht wissen, Mario rasiert nicht, Mario flemmt ab. Nein. Ja, das ist auch viel billiger bei den Kosten der Rasierklingen. So. So, damit wir Frank gleich wieder sehen. So, dann seid wie Guido, liked den Kanal. Wir brauchen das. Jörg sagt, du sitzt im White Body, das ist richtig, aber auch er hat auch viel Platz für seinen White Body. Das stimmt. Er verwechselt das wohl mit dir, mit dem White Boy. Ja, das ist so. Nur wer fett ist, braucht viel Platz. So, der Flughafen und Slots sind ja echt schon überfüllt. Wie soll das mit doppelter Flughäfen sonst viel Platz? Wie soll das mit doppelt so vielen Flugzeugen werden? Bin auch für einen effizienten 380 Neo mit Kapazitäten und Slots zu sparen. Ja gut, du bist ja jetzt so ein 380er Fetischist.
Ich nicht. Mir gefallen diese Bezeichnungen sowieso nicht. Die sollen einfach gutes Essen servieren. Das ist richtig. Ich denke mal, uns ist egal, wie tastefully der Österreicher ist. Es soll halt schmecken. Ja, das stimmt. Es soll schmecken. Das ist generell noch Luft nach oben beim Catering. Das ist richtig. Nee, Freddy, bist nicht unhöflich. Wir wissen ja, dass du da, wo du arbeitest, höflich bist. Nein, höflich sein musst. Ist er. Ronny fragt Freddy, ob er kommt zum 380er. Ich hätte gerne ein T-Shirt mit dem Aufdruck ITA. Ja, das kannst du haben. Wir machen Sondereditionen, Frank. Auch einfach schreiben. Ich mache dir alles. Ist eine Frage des Geldes. Ich bin da wie so eine Hobbyprostituierte. Ich mache alles außer bücken. Was hatte Mario noch mal in der Vergangenheit beruflich ausgeübt, bevor du den Minigolfplatz Wart gemacht hast? Da war ich Automechaniker bei Matchbox In der Rennabteilung, ne? in der Rennabteilung. Genau, wir zahlen jetzt echt als Kunden, wenn die Piloten teurer werden. Jörg bestreitet das. Dann gibt es viel Liebe. Wenn ich im Flieger sitze, nimmt der Quintin automatisch die längste Runway, sollte mir das zu denken geben. Naja, nun gut, das Problem ist halt, wenn das Fahrwerk nach links wegkippt oder rechts, je nachdem, wo du sitzt, gibt das schon Sachen, die Also Probleme bereiten können. Ich würde mir erst wirklich Probleme machen, wenn man weiß ich nicht, im A319 oder A320 sitzt und vor der Landung die Flugbegleiterin oder Flugbegleiter kommt und sagt, komm, setzen Sie sich mal auf die rechte Seite, wir müssen jetzt nach Frankfurt eindrehen. Also da würde ich mir Gedanken machen, vorher nicht. Oder wir haben Seitenwind, aufpassen. Ja, genau. So. So, dann haben wir wieder jemanden aus dem Fach. Die Cockpit-Türe letzteres ist noch immer bei vielen Airlines Standard. Trolley in den Gang und vorstellen. Also mir ist der Trolley noch nie vorgestellt worden. Hat man dir den Trolley vorgestellt? Nee, ich nenne ihn ja mal Herbert, aber gut. Also Herr und Bert. Also Vorname ist Herr, Nachname ist Bert. Herbert der Trolley. Oder vorne er, hinten ich, Erich. Genau. Mir macht das nichts mit der zweiten Sicherheitstür. Als Passagier habe ich dort im Cockpit nichts verloren. Hoffentlich. Sie. Ja. Und natürlich dann auch ein Aufkleber drauf, wann Fütterungszeiten sind, beziehungsweise bitte nicht füttern, dass man das weiß. British Binge Drinking, Mario, das ist für dich wichtig, das kennst du ja. Das ist wie Binge Watching und Binge Drinking. Yes. Stadt begrüßt von der Donau. Binge Drinking, so ist es richtig. Jörg hat natürlich wieder Bitch Drinking gelesen. Da möchte jemand den A380 Neo haben. Und Frank sagt, für mich ist der 350.000 genau der richtige Ersatz für die 340-600er. Wenn man von der Größe her geht, dann ist das richtig. Mal gucken hier. Ja, drehst du mal bitte um, damit wir sehen, was du machst. Können Sie bitte umdrehen, Herr Hofmeister, damit wir das hier während der Sendung sehen? Hallo? Ja, so, ja. Umdrehen. So. Ein Tucken weiter nach links, ein Tucken weiter nach links. So? Ja, so ist richtig. Okay. Kannst du auch zoomen mit dem Ding, oder? Nee, das ist eine Festbrennweite. Das ist natürlich unangenehm. Ja. Du kannst natürlich dich auch ein bisschen näher an... Ja, okay. Welche Temperatur haben wir denn? Ja, wir haben noch nicht. Wir haben gerade mal hier 150 Gerät. Das muss noch ein bisschen mehr werden. Nee, da haben wir noch Zeit mit der Sendung, da können wir noch weitermachen. Ja. Die Airlines werden sich noch richtig umschauen. Einige Airports sind jetzt schon an der Kapazitätsgrenze und Ausbauten werden regelmäßig durch Anwohner verhindert. Das ist so. Eine Frechheit. Man hätte die 350-900er direkt auf 350-1000 umwandeln sollen. Dann hätte man nicht nur die 10, die man jetzt irgendwie nachgeordert hat.
Mit mehr Codeshares werden auch die 380er im Winter voll. Man schaue sich allein die tägliche Frequenz nach Kanada an oder New York. Solche Strecken gehen immer. Ja, deshalb mal gucken, wie lange der 380er wirklich fliegt. Ja, das stimmt. Wie viele Passagiere gehen mehr rein in den 350 1000er als in den 350 900er? Sollen wir das mal schnell googeln oder weiß das jemand? Auswendig jetzt nicht. Wir betreiben ja eh nur 380er Flotten, insofern ist die 350 für uns eher uninteressant, ehrlicherweise, Ja, weil in ist so. den Bereichen, ja, tut uns leid. Nee, Kleinstflugzeuge wollen wir nicht haben. Nee. Vermute sowieso, dass in Zukunft weniger Flugzeuge pro Strecke fliegen dürfen. London, JFK, anstatt so vieler Flüge wäre es besser, statt 3 nur 2 Maschinen, dafür 380er. Also trotzdem mehr Sitzplätze. Bin mir nicht ganz sicher, je nach Konfiguration ist bei LA geplant knapp über 400 Pax zu sein, aber Angaben ohne Gewähr, hier bin ich mir nicht mehr sicher. Dann Ja, haben wir das erlebt. 400 Passagiere, ja, aber die 380er hat fast 600 Freunde der gepflegten Gastlichkeit und man könnte Ja. sie aufbauen auf 850. Also das ist Wahnsinn. dann Ne? schon, Stell dir ja, das mal ist vor, krass. in einer reinen Economy-Bestuhlung. Ja, so ein Hatschflug. Wird wunderbar. Weil es sich nicht lohnt. Deshalb fliegt die Lufthansa nicht nach Australien. Was von Frankfurt, München oder Berlin soll es möglich sein, nach Australien zu fliegen? Ich weiß nicht, ob ich den Zusammenhang richtig sehe. Das aktuell, oh warte, da haben wir es jetzt. Aktuell mit Flugzeugen nicht profitabel wäre, Tickets müssen so teuer werden, dass sich als Pax nicht mehr lohnt. Qantas hat dafür einen speziellen Flieger bestellt. Genau, also nicht nur einen, sondern mehrere davon. Und Project Sunrise haben wir ja auch vorgestellt und haben das dann nachgebessert mit der Wellbeing-Zone. Der Bahnausbau funktioniert doch schon seit über 30 Jahren nicht mehr. Da ist was dran. Und Freddy sagt, Rail and Fly maximal in Frankfurt mit der direkten Fernverkehrsanbietung attraktiv. Wer hätte schon Bock von Duisburg fast 5 + 1 Stunden zum Flug zu fahren? Ja gut, aber der Flughafen München soll ja dann auch in 2048 oder so angebunden werden. Oder ist das jetzt 2075? Wir wissen es nicht. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ja, das war... hatte heute mal nach einem Flug von Düsseldorf nach Amsterdam geschaut. Ja, aber da kommt KLM ja direkt wieder ins Spiel. Ja, eben, Lufthansa fliegt da nicht wirklich, also da wird man dann mit der KLM fliegen. Aber ehrlicherweise von Düsseldorf nach Amsterdam bist du mit dem Zug fast auch schneller. Das stimmt. TGV sind in der Tat ganz toll, IC waren auch gut, aber mit Bahn läuft nichts mehr. Aber Starlines-Mitglied, nein, sind kein Starlines-Mitglied, sie sind nur ein Intermodalitätspartner. Ja, das ist ganz ein geiles wichtig. Wort. Ja, zumindest sind sie ja mehr als Eurowings. Eurowings ist ja gar nichts bei Star-Allianz. Aber nun gut, so ist das. Und genau, Einsicht mit dem Zug nach NL. Wobei lustigerweise der Sprinter, wie heißt der? ICE, glaube ich, ICE. Der erste ICE oder der zweite war der schnellste und jetzt werden sie alle langsamer und fahren kaum über 200, ne? Ja. Ich glaube, die ganz neuen sind wieder schneller, aber es gab halt eine Generation, die ist nur für 250 zugelassen und nicht für 300 oder sowas. Okay. Genau, das ist Düsseldorf-Dings. Frank hat von Bremen aus bei dir im Garten ein Vögelchen gesehen, das im Hintergrund mitsingt. Ja, gibt es ganz viele hier. Ja, deshalb, aber auch draußen hat er viele Vögel. Ja, ohne Frage. Ich bin überzeugter Bahnfahrer mit einer Bahncard 100, da ich nach Frankfurt und München pendle, wobei letzteres mit dem Flugzeug, aber teilweise werden mehr Tickets als Plätze verkauft und da musste halt stehen. Ich dachte schon im Flugzeug, er meint natürlich im Dings. Jo. In C-Klasse würde ich mir Project Sunrise vielleicht antun. Ich glaube, ich werde nach 22 Stunden fliegen, einfach Matsch in der Birne. Auch durch die Zeitverschiebung, da wirst du auch komplett Banane. Ja, 22 Stunden am Stück ist die Hölle, egal in welcher Klasse. Also kannst du die eigentlich nur einfrieren lassen. Guido ist geflogen 87 von Düsseldorf nach Frankfurt, nach Bangkok, nach Singapur, nach Adelaide und meinte, das wäre krass.
Und bei Singapore Airlines gibt es auf dem Flug von Singapur nach Newark nur Premium Economy und Business Class. Ja gut, Das stimmt. das ist richtig. Das Beamen sollte endlich möglich werden. Fritz Farmer fragt nach Mitgliedschaften. Info bitte. Ja, wir haben Kanalmitgliedschaften. Ich empfehle immer Business Class, weil dann hast du im Prinzip die goldene Mitte. Da kriegst du dann zum Beispiel Themen vorher. Wir haben einen Kanalchat. Wenn du uns einfach nur unterstützen willst, kannst du die Economy Class buchen. Leider gehen 30% an YouTube von den ganzen. Heißt also, ja, Abschlag. Aber so ist das Leben. Aber schreib mir hier eine WhatsApp-Nachricht. Mari, du musst den Finger wieder heben. Ich vergesse das immer, dass ich da, Ja. genau, eine WhatsApp an diese Rufnummer und dann können wir uns gerne nochmal drüber unterhalten. Der Fritz. Freu mir. Dann hallo einmal Bernhard nach Wien. Grüße und ich freue mich auf Frankfurt. Allegres Event. Da treffen wir uns ja auch wieder. Mario dekoriert mit seinem Teddybär. Was? Wegen dem Grill. Ach so, okay. Freddy sagt, das ist ja mal richtiges Entertainment hier. Natürlich, wir geben volles Entertainment. Wenn ihr 102 Kommentare macht, geben wir alles. Da sind wir ja nicht so. Und schalten dann gleich ab 20:15 Uhr pünktlich zum Tatort auf den Marius Kocht-Kanal. Mario bereitet sich auf die Grillmeisterschaft vor am Minigolfplatz. Ja, Ja. so ist es. Dann hat Jörg Ja, sich... Ja, Entschuldigung, was hast du? Nee, alles gut, alles gut. Jörg hat sich zum Stammtisch bei dir eingeladen. Wir wollten das ja machen für Kanalmitglieder. Stammtisch bei Mario ab dem Stammtisch Residence, The Residence. Alle Mitglieder, die Kanalmitglieder sind The Residence, haben die Einladung schon erhalten zu Mario, das Grillfest am Minigolfplatz. So sieht das nämlich aus. Wir haben den ganzen Und der Chef- Minigolfplatz gemietet für den Tag. Und der Chef grillt selber. Das ist richtig. Es werden ja auch noch bei ihm um die Ecke Büffel gejagt. So sieht das nämlich aus. Ist auch noch auf dem Grundstück, also insofern gar nicht. Na. Du hast zu viel Spiritus reingegeben, sagt Sven in den Grill. Ja, das kann sein. Ich muss jetzt auch langsam, wir müssen hier uns beeilen. Ich muss jetzt einfach das Fleisch aus der Küche holen. Der Grill wird jetzt gerade schon sehr heiß. Dann, ich bin ja dafür, dass Mario mal für uns grillt. FTL TV live vor Ort. Ja, das machen wir. Wir würden das dann auch verkosten. Wir würden das dann auch in Gold machen. Das heißt also mit Salt B. Kannst du das mit der Hand? Mach mal mit der Hand. Natürlich so. Ah, ich muss das mit rechts machen, ja. Ja. Und das muss ja locker aus dem Handgelenk kommen. Ganz locker. Dann gibt es Angst, dass man sich bei dir im Garten verläuft. Ja, ab und zu finde ich mal jemanden, der da liegt und schon etwas länger liegt. Opfer gibt es halt immer mal wieder. Ne? Austrian möchte mehr 320 haben wegen der Nachhaltigkeit und so. Und das ist richtig. FTL, Zuschauer, give me more money. Ja, das können wir auch machen. Irgendwo müssen wir ja die Steaks für Mario mit bezahlen. Freunde der gepflegten Gastlichkeit. so wir wollen ja sieht nicht, das dass deine nämlich Tochter... aus. Ja. Dann haben wir Fritz Farmer, der mit dem Catering bei der Swiss und der Austrian zu glücklich ist. Ich war jetzt etwas irritiert, das wäre ja LX und OS, um in der Lingo zu bleiben. Aber LH ist ein Kotz-Smiley. Das kann durchaus stimmen. Ups, warte da. Ich flog letzte Woche 10,5 Stunden mit TK in der Economy nach Jakarta, hatte 3 Tage lang Schmerzen. Wie kann man 22 Stunden in der Eco sitzen? Die sollten B und F only einbauen. Die sollten einfach nur eine F einbauen und zum Premium Economy Preis verkaufen. Das wäre richtig. Absolut. Fritz Farmer kriegt Zustände. Herbert mit TH am Ende findet Freddy lustig. Ich soll dich in Ruhe lassen, sagt Bernhard. Guido will wissen, wohin. Mario macht viel Arbeit. Ja, natürlich. Er macht aber auch viel Dreck. Mario macht viel Arbeit und viel Dreck. Möchtest So du ist einfach das. das Steak holen, während ich weiterrede und dann kommst du wieder Ja, rein, während uns auf den Grill... Dreh uns auf den Grill, damit wir den Grill uns angucken können. Das ist ein bisschen langweilig.
gefährlich, oder? Aber Nee, geht es das? ist Ja. okay. Ich kann den Grill Ja. auch auf Vollbild machen. Wir machen den Grill auf Vollbild. Machen wir Solo. Ja. Ja, so. Und ich mache mich dann selber einfach nur quasi daneben. Warte, wie geht das jetzt? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? So, da bin ich einfach nur links daneben. Ich mache mich hier auf den Grill. So seht ihr mich. Wo hat Mario ein 350 hängen? Da muss ich jetzt kurz sagen, weiß ich nicht. Ja, wir können 24/7 können wir machen, aber dann müsstet ihr wirklich, das ist eine Premium-Mitgliedschaft, das ist The Residence. Das ist dann wie bei Big Brother. Da machen wir dann auch jeden Tag aus der Sendung. Wir haben in den Wohnungen haben wir ja Kameras hängen. Das geht problemlos. Ja, genau. Ja. Ach ja, die Nicht mehr 350 live ist bei in mir. der Sendung. Da. Ihr seht das Das jetzt im stimmt. kleinen Bild. Was? Ähm, Da ist ein Glas. Formel 1 startet, wir müssen uns beeilen. Wer guckt denn Formel 1? Jörg hat recht, seit wir die Flüstermotoren eingebaut haben. Genau, Yard means enclosed area surrounding the house. Hast du einen Zaun um deine Bude? Nee, ne? Ja, selbstverständlich. Ja, aber ist das nicht relativ lang? Wie lange fährst du mit dem Auto am Zaun entlang? Ja, je nachdem. Ne? So 2, 3 Tage. Ja, deshalb, das war ja letztens, wo Mario zu mir noch sagte, du, ich komm später zur Sendung, weil ich bin gerade am Ostzaun. Ich bin am Ostzaun, genau. Können wir jetzt endlich mal das Da- Steak sehen? Ja, gleich. Warte, ich muss die hier. Ich bin noch in der Küche. Ach, du bist noch in der Küche, ja, wir hören das nur. Es hört sich an, als ob du Feuer anmachst oder so. Es ist halt ein weiter Weg von der Küche. Können wir nicht nächstes Mal dir ein Ist ja Kamerateam egal. schicken, das einfach dir folgt, dass wir da so ein bisschen mehr Action haben? Ja, das wäre sicherlich gar nicht so verkehrt. Aber ich mache ja grundsätzlich keine Home Stories. Insofern Garten-Stories ja, aber keine Home Stories. Keine Home-Stories mehr. Wir haben immerhin 30 Zuschauer, das ist spektakulär. Also wir sollten das mit dem Grillen vielleicht mal wirklich einführen. Ja, also wie gesagt, wir können ja für die wirklichen Fans können wir dann gerne mal hier so grillen. Ja, und dann haben wir den letzten Kommentar. Travel mit Bernhard TV, also Bernhard aus Wien, hat geschrieben, ja, das macht das, dreht auf den Grill, ihr beide seid einfach die Besten. Nee, Mario ist der Beste. Nein, Lars ist der Beste. Nein. So, wir wollen jetzt das Steak sehen. Wie lange brauchst du denn dann noch in deiner Küche? Ja, ich komme jetzt. Hast du dich auf den Golfkart gesetzt, damit du wieder schnell zurück bist? Ja. Weil sonst, wenn du wieder 10 Minuten weg und hin und her läufst, da ist es. Oh, Lars, Kannst du es mal näher halten? Ja. Sie? Nee, musst du scharf. Der macht nicht scharf. Die Sau ist Achso, nicht der scharf. macht nicht scharf. Die Sau ist nicht scharf. Dann, warte mal, dann muss ich mal auf manuell gehen und selber hier. Ja, muss man manuell. Ja, okay, alles klar. Dann mach mal Ja. drauf. Grüße an Frau Ahlert an der Stelle, die macht ja auch Grillen in Berlin. Schön. So. Ich sende das jetzt parallel auf Grillen mit Mario. Oh. Dein Bild ist weg, Herr Hoffmeister. Dein Bild ist weg. Er hat sich selber gemutet. Da ist er wieder. Was ist passiert? Wir müssen jetzt auch aufhören. Ich verstehe dich gerade nicht mehr. Ist deine Bakterie alle? Ja, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, wir haben 1 Stunde 9 Minuten durchgehalten. Marios Bild ist unscharf, Ja. aber jetzt hören wir ihn ein bisschen. Hören wir dich wieder? Ja, meine Kopfhörer sind alle, sorry, wir müssen jetzt sowieso aufhören. Das ist ein Zeichen Gottes. Wir machen weiter auf dem Kanal Grillen mit Mario. Ihr solltet eine Weiterleitung bekommen. Sollte das nicht klappen, sehen wir euch morgen wieder auf Frequent Traveler TV mit einer frisch gepressten Ausgabe. Danke dafür und bei Sorgen, Ängsten, Nöten oder T-Shirt wünschen. Ach nee, Mario, du musst wieder den Finger hoch machen. Genau so. So ist richtig. Nachricht schicken und wir sagen einfach Adiosos, Knö mit Ö. Tschüss.